Es hat weder Geschmack, Farbe noch Geruch. Und oft gucken wir durch es hindurch. Es bedeckt über 70% der Erde und zirkuliert von den Meeren und Flüssen in die Wolken und wieder zurück. Unser Körper besteht sogar zu 60% daraus. Mit dem ganzen Wasser in und um uns ist seine Anwesenheit für uns selbstverständlich. Aber im restlichen Sonnensystem ist es in flüssiger Form kaum zu finden. Wie kommt unser Planet zu so einer Menge dieser Substanz und wo kommt sie eigentlich her? Wie du wahrscheinlich weißt, hat ein Wassermolekül 2 elementare Bestandteile. Wasserstoff, das einfachste aller Elemente, gibt es bereits seit der Entstehung unseres Universums. Sauerstoff erschien erst hunderte Millionen Jahre später, nachdem sich Sterne gebildet hatten. Der massive Druck im Zentrum dieser glühenden Infernos war so groß, dass Wasserstoffatome miteinander verschmolzen und Helium bildeten. Daraufhin verschmolz Helium und formte schwerere Elemente wie Beryllium, Kohlenstoff und Sauerstoff. Dieser Prozess heißt Nukleosynthese. Als die Sterne schließlich kollabierten und in Supernovas explodierten, verbreiteten sich diese neuen Elemente im Universum und setzten sich zu neuen Verbindungen wie dem uns bekannten H2O zusammen. Diese Wassermoleküle befanden sich in der Staubwolke, die später unser Sonnensystem formte, und viele von ihnen prallten auf unsere neu entstandenen Planeten. Auf eine Frage haben wir jedoch keine Antwort. Wie viel Wasser erreichte die Erde und wann? Wenn es stimmt, dass eine relativ kleine Menge Wasser auf der Erde existierte, als sich Gestein formte, wäre es wegen der Hitze und der fehlenden Erdatmosphäre zurück ins All verdunstet. Wasser hätte nicht auf dem Planeten bleiben können. Das war erst hunderte Millionen Jahre später möglich, als sich unsere erste Atmosphäre in einem Prozess namens Ausgasung bildete. Dabei gab geschmolzener Fels im Erdkern vulkanische Gase an die Oberfläche ab und bildete eine Schicht, die entweichendes Wasser einfangen konnte. Aber wie kam das Wasser zurück zur Erde? Wissenschaftler vermuten seit langem, dass der Großteil von Kometen oder eher Asteroiden stammt, die Eis enthielten und die Erde Millionen von Jahren bombardierten. Jüngste Forschungen bezweifeln das. Bei der Untersuchung kohlenstoffhaltiger Chondrit-Meteoroiden, die sich kurz nach der Geburt unseres Sonnensystems gebildet hatten, fanden Wissenschaftler heraus, dass sie Wasser enthielten und ihre mineralisch-chemische Zusammensetzung auch Erdgestein und Proben eines Asteroiden ähnelt, der zeitgleich mit unserer Erde entstand. Dies legt nahe, dass die Erde schon früh eine große Menge Wasser gesammelt hat, das trotz der fehlenden Atmosphäre auf der Erde blieb. Asteroiden könnten im Laufe der Zeit zusätzlich Wasser geliefert haben. Wenn das stimmt, könnte Leben schon viel früher entstanden sein als angenommen. Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob das Wasser auf der Erde von ihrer ursprünglichen Entstehung, den späteren Einflüssen oder aus einer Kombination von beidem stammt. Das Wasser in der Dusche, aus Trinkbrunnen oder Wasserhähnen, kommt jedenfalls nicht einfach aus einem See oder Fluss in der Nähe. Es durchlief eine kosmische und chaotische Reise, um hierher zu gelangen. Der Schutz und die Erhaltung unserer Natur muss für jedes Land, jedes Unternehmen und jede Gemeinschaft auf der Welt zu einer Priorität werden. Für einsetzbare Schritte, um dies zu erreichen, kannst du @ted.com/earthschool besuchen.